Ich heiße Lucy und willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch eine weitere Reihe von meinen Turnanzügen. Also seid gespannt und lasst mich gerne wissen, welche euch am besten gefällt. Nummer 1 für heute. Den habe ich mir als allerletztes bisher gekauft, also das ist mein aktuellster. Ich fand die Farbe so mega schön, weil ich diesen Blauverlauf einfach so schön finde. So, vorne ist das ja so ganz viel blau, hinten eigentlich genauso. Die Besonderheit hier sind die dünnen Träger, was es im Sommer echt angenehm macht zu trainieren, weil dadurch ist auch der Rücken freier. Und es ist einfach nicht so heiß, es wird jetzt hier alles zudrücken und geschlossen sein. Deswegen finde ich die alle sehr angenehm und die werden heute auch alle dieses Modell haben, die ich euch zeige. Was ich hier auch schön fand, ist wieder diese schwarzen Akzente hier und dass die Träger auch schwarz sind und nicht einfarbig mit dem Turnanzug. Weil hier irgendwie setzt das nochmal ein bisschen so einen Akzent rein. So, wie gesagt, hinten ist da genauso wie vorne. Die sitzen auch tatsächlich alle mega gut. Man muss natürlich gucken, was man drunter anzieht, dass das passt, weil mit einem normalen Sport-BH wäre das blöd, wenn der Rücken zu ist. Das ist ja dann gar nicht Sinn der Sache. Der soll ja offen bleiben, damit es aber nicht so warm ist. Aber das sollte kein Problem sein, wenn man einmal das Passende gefunden hat. Es gibt ja ganz viel Auswahl heutzutage. Auf jeden Fall ist das eine meiner Lieblingsturnanzüge, weil ich liebe Blau und ich finde diese Farbe einfach richtig schön. Und den hatte ich auch tatsächlich schon an, auch wenn es noch nicht so extrem warm war. Nummer 2 für heute. Der ist zweifarbig. Vorne ist der so ganz schlicht grün, aber ich finde auch dieses Grün richtig schön. Und hinten hat das so ein Karo-Muster. Und ich fand es richtig süß, weil mich das an so ein Hemd erinnert. Und das habe ich tatsächlich auch aus einem Grund gekauft, weil mein Opa, der leider nicht mehr am Leben ist, der hat immer gerne so bestimmte Hemden getragen oder ganz viele Hemden. Und das erinnert mich einfach an ihn, deswegen, als ich den Turnanzug gesehen habe, dann musste ich den unbedingt auch mitnehmen. So, ansonsten die Träger sind hier wie bei dem vorherigen. Wie gesagt, alle haben hier auch das gleiche Modell. Der Rand hier oben und die Träger haben dann das gleiche Muster wie hinten. Was ich auch irgendwie ganz schön finde. Und ich finde das gut, dass da so zweigeteilt ist und dass das Muster nicht irgendwo anders ist. Weil das sticht auch gar nicht ins Auge, wenn es hinten ist. Es ist trotzdem da, aber es nervt nicht. Vorne ist das einfach nur schlicht und das ist auch das, was ins Auge fällt. Dann kann man sich auch darauf konzentrieren oder beziehungsweise aufs Training konzentrieren, ohne dass irgendwas die ganze Zeit so im Auge stört oder sticht. Das ist auch genauso angenehm wie der andere. Ist auch nur aus einer Schicht, was ein bisschen blöd macht, weil man die Schweißflecken auch sehr schnell sieht. Ich habe hier eine Feder. Hab ja auch Vögel. Aber das ist beim Training kein Problem. Vor allem, die gehen dann immer so schnell weg, auch wenn man die Wasser trinkt und gekleckert hat, was eben manchmal auch passieren kann. Dann trocknen die auch sehr schnell. Schwimmen gehen würde ich damit jetzt nicht, weil der dann doch ein bisschen durchsichtig ist. Bei Nummer 1 wäre das zum Beispiel nicht der Fall, weil da dieses bedruckte Muster ist. Und dadurch ist es eben nicht so durchsichtig, aber bei diesen einfarbigen Stoffen ist es leider der Fall. Was ihn aber nicht weniger schön macht und ich ziehe den auch sehr gerne an. Vor allem mit einer schwarzen Hose sieht das auch immer gut aus. So, und nochmal hinten. Ich glaube, da findet man wirklich alle möglichen Farben. Aber es wird trotzdem hier insgesamt grün gehalten, das finde ich irgendwie schön. Weil ich wollte auch lange einen grünen Turnanzug haben. Und das hat dann meinen Wunsch gut getroffen. So, wir gehen heute von einem Grün zum nächsten Grün. Das ist Nummer 3 für heute und der hat einen anderen Grünton. Ich habe heute echt überall irgendwelche Flusen dran. So, auf jeden Fall vorne ist der nicht mehr ganz so eintönig schlicht, sondern es verlaufen hier weiße Streifen.
Das erinnert mich irgendwie an eine Zahnpastatube. Also muss ich euch ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum ich so eine Assoziation habe. Aber ihr könnt mir gerne eure Meinung teilen, an was euch dieses Muster erinnert. Oder ob ihr mir zustimmt. So, dieses Grün ist auch ein bisschen heller, was ich auch richtig schön finde. Hinten setzt sich das Muster fort. Ja, das sieht man hier sogar. Was auch außergewöhnlich ist bei denen und ich finde das auch richtig schön. So, die Träger sind weiß, heben sich also wieder vom Rest ab und irgendwie, das sieht alles so passend und harmonisch aus. Deswegen, als ich den gesehen habe, habe ich den auch sofort gekauft. Einschichtig ist er auch, aber innen drin ist er weiß, weil die Grundfarbe ist weiß und das Grüne wurde hier tatsächlich drauf gedruckt. Deswegen fühlt sich der Stoff auch ein bisschen anders an als der einfarbige. Und der Ausschnitt vorne und hinten bleibt immer gleich. Ändert sich tatsächlich nur die Farbe. Und auch den ziehe ich richtig gerne an, weil das irgendwie so ruhig im Auge. Und ich mag es auch, wenn es dann nicht so ganz ins Auge sticht, sondern wenn es einfach eine angenehme Farbe ist, auf die man runterschauen kann. Oder wenn man sich selber irgendwie so mit einem seitlichen Blick anguckt, ist es auch manchmal angenehm, wenn da nicht so viel Glitzer und sonst irgendwas reinsticht. Ist auf jeden Fall auch einer meiner Favoriten und den ziehe ich auch relativ häufig an. Nummer 4 für heute und auch wieder was Grünes. Nein, ich habe das nicht bewusst so gewählt. Das ist tatsächlich reiner Zufall. Ich habe auch noch mehr davon, aber das kommt in einer anderen Folge. Ich habe noch mehr davon, aber die kommen in den nächsten Folgen. So, der ist hier ganz, ganz schlicht. Das ist nämlich komplett lila. Sowohl vorne als auch hinten. Und ich hatte eine Zeit lang, wo ich so einfarbige Turnanzüge sehr gerne mochte. Einfach ohne irgendein Muster, ohne Glitzer, ohne alles. Und dann habe ich den gesehen und habe ihn mitgenommen. Die einzigen Farbakzente sind hier das Logo, was in so einem dunklen Türkisgrün ist. Und auch die Träger, beziehungsweise die Ränder hier vorne und auch unter den Armen. Ansonsten ist er auch wieder einschichtig. Also außen und innen komplett lila. Und ganz ehrlich, ich finde das auch einfach mal schön, wenn man einfach so was Schlichtes tragen kann, ohne dass irgendwas so krass ins Auge sticht. Der Ausschnitt ist auch genauso wie bei den anderen, also vorne und hinten gleich. Aber was hier anders ist, sind die Träger zwischen den Trägern, also die Streifen. Das finde ich auch richtig schön, weil das setzt nochmal so einen kleinen Akzent rein. Obwohl der einfarbig ist, gibt es trotzdem etwas, was irgendwie auffällt. Und ich finde das richtig schön, weil den offenen Rücken kann man ja für sowas nutzen. Deswegen finde ich, dass das auch immer gut aussieht. Nummer 5 und der letzte für heute. Wir haben mit Blau angefangen und beenden das Video auch mit einem Blau. Noch vorne ist der ganz schlicht blau, also wieder komplett einfarbig und auch einschichtig. Das ist vergleichbar mit dem Grünen, weil der Stoff so ein bisschen weicher ist. So, hinten wird es aber ganz, ganz bunt, was ich auch irgendwie cool finde. Und auch hier wieder ist das bunte Muster hinten, das heißt, es fällt nicht ins Auge, aber es ist trotzdem da und sieht schön aus. So, ich finde das teilweise sogar ein bisschen zu viel hinten, aber ich sehe es ja nicht. Und dadurch, dass das hier einfach zweigeteilt ist, ist es einfach mal was anderes, als wenn es so durchgängig wäre. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass da vorne so aussieht. Träger und die Ränder, die haben hier auch so einen Verlauf, wie das ganze Muster hinten. Finde ich auch ganz nett, weil sich das abhebt. Und das Logo ist in der gleichen Farbe. So, jetzt kommt sogar meine Unterhose raus. Super. Sollte am Wettkampf nicht passieren. Aber auf jeden Fall, das Logo ist auch in der gleichen Farbe oder ähnlichen Farbe wie die Träger, wie die Ränder. Das finde ich auch ganz schön. Der Ausschnitt ist auch vorne und hinten komplett gleich. Und was ich bei diesen hellen einfarbigen schön finde, dass man da tatsächlich Bauchmuskeln durchsieht.
Klar, es ist nicht wichtig, vor allem es ist überhaupt nicht relevant, aber wenn man manchmal so am Spiegel vorbeiläuft und dann sieht man sich da so, denkt man so, okay, ich habe wirklich was getan im Leben, sieht ja auch ganz nett aus. Also das nur als so ein Nebeneffekt nebenbei. Den ziehe ich tatsächlich nicht so häufig an, auch dadurch, dass man vorne ganz schnell Schweißflecken sieht. Na, so schlimm ist es nicht, die trocknen bei dem Stoff ganz schnell weg. Aber ich weiß nicht, irgendwie ziehe ich manche anderen dem einfach vor. Aber ich finde ihn trotzdem schön, sonst wäre der nicht in meiner Sammlung. So, das war's auch schon für heute. Ich weiß gar nicht, wie ich die Folge nennen soll. Meine Spaghetti-Träger-Tonanzüge vielleicht. Auf jeden Fall habe ich noch mehr davon, die werde ich euch auch zeigen. Sagt mir wie immer eure Meinung, welcher euch am besten gefällt oder welchen ihr euch am ehesten kaufen würdet. Oder welchen vielleicht auch gar nicht, welchen ihr überhaupt nicht schön fandet. Unterstützt mich wie immer mit einem Abo, einem Like und einem Kommentar. Vergesst auch nicht, auf die ganzen Links unten zu klicken und mir auch da zu folgen, weil da kommt viel mehr als hier und auch viel mehr aus meinem echten Leben. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.